Digitalflügel im Test. Von diesen eher seltenen Digitalpianos haben wir hier das dritte Modell im Test. Es ist der Yamaha CLP 765 GP Grand Piano. Mit diesem Flügeldesign darf man wirklich nicht meckern. Das sieht wirklich toll aus. Auf jeden Fall. Also, das ist ja kaum von einem akustischen Stutzflügel zu unterscheiden. Hochglanzlackierung, also ich finde, es macht schon einen total hochwertigen Eindruck. Als Jazzpianist bist du wahrscheinlich eher auf dem akustischen Flügel unterwegs. Ist das zu akzeptieren oder was ist der Vorteil von so einem Instrument für dich? Also es ist natürlich ein absoluter Hingucker, also sowohl für die Bühne als auch im Wohnzimmer. Und man hat natürlich aufgrund dieser Bauart zu einem klassischen Digitalpiano einfach ein bisschen mehr Volumen. Und dadurch hat man natürlich auch klanglich ein paar Vorteile. Ja? Außerdem ist der Deckel auf, also der Klang strömt auch direkt an den Spieler. Und das ist eigentlich so das Konzept, was hinter diesen Flügelnachbauten Ja, steckt. der beste Klang ist der, den man hört. Also lass mal was hören. Gerne. Das klingt ordentlich. Das klingt ordentlich auf jeden Fall, ja. Wobei ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es hat irgendwie so einen indirekten Klang, so etwas. Es ist in der Tat nicht ganz so, normalerweise die Ansprache ist sehr klar, wenn man an so einem offenen Flügel spielt, dass man direkt den Klang bekommt. Hier hat man tatsächlich ein bisschen eine Distanz, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ist wahrscheinlich ausgelegt eher auf einen wirklich räumlichen Klang, also jetzt bei geöffnetem Deckel. Also was mir ganz spontan auffällt, ist dieser Innenraum hier, dass da eben so eine Stoffbespannung ist und das passt. Das ist zwar unauffällig, aber es passt irgendwie nicht zu dem an sich hochwertigen Äußeren von dem Instrument. Gut, aber ich denke, wir gehen mal weiter mit den Sounds und schauen uns an, ganz einfach, wie bei jedem Digitalpiano auch, die Spielbarkeit und den Klang. Genau. Den Klavierklang vor allem. Und was haben wir hier gehört? Den CFX Grand. Das ist so der Standardklang. Yamaha CFX, Konzertflügel, Riesensache. Toller Sound. Sound ist einfach super bei Yamaha und sofort auch wieder zu erkennen als Yamaha. Klang überall brillant, vollgriffig. Also, das gefällt mir allerdings auch, diese Brillanz in dem Sound. Und da sind ja noch andere Sounds. Da haben wir den Bösendorfer. Der hat eine ganz andere Abstufung, ne? Ja. Der klingt schon. Ja, toll, der hat eine ganz tolle Stimme, auch eine ganz eigene Stimme. Ja, ja. Und hat dann noch mehr Bandbreite in der Dynamik, finde ich. Das ist ganz toll. Ja, also ist ein extremer Kontrast zu dem ersten Sound. Normal sind die Klaviersounds ja immer auf Bank 1 und 2 sehr ähnlich, aber hier hat man wirklich ein schönes zweites Modell und der Bösendorfer gefällt mir auch sehr gut. Der Bösendorfer war schon wirklich toll, fand ich. Ja. Auch der CFX, na klar. Dann haben wir Pop Grand. Was auch immer das heißt. Bisschen perkussiver. Ja. Auch brillanter noch so in der Ansprache. Aber auch sehr, sehr nett, ja. Und ein Upright. Klassisches Upright. Ja. Ganz schön perkussiv ist das. Ja, ist ein bisschen so, sehr Upright-mäßig. Aber auch irgendwie ganz, ganz cool. Ich finde das ja schön mit dieser Smart Pianist App. Wenn man die Sounds wechselt, da wird auch gleich so das akustische Ambiente angepasst. Das ist dann so, hier haben wir die Recital Hall als Halleffekt. Und dann haben wir hier eine Club-Atmosphäre, genau. Ganz klar bei dem Pop-Piano.
Also er passt dann auch so ein bisschen, glaube ich, so das ist echt schön. Die Halleigenschaften an und so. Und man sieht es auch visuell. Ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Das ist toll gemacht. Die App kann ja noch viel, viel mehr. Die passt ja auch zu allen Arius-Modellen, Clavinova-Modellen und sogar den Hybrid-Pianos. Da kann man die benutzen. Das ist schon echt eine tolle Sache. Wir waren jetzt hier im Piano Room und da gibt es noch Voice. Also wir haben ja noch andere Sounds. Man kann sogar Sounds layern. Was haben wir denn da? Oh, hier sehe ich, es gibt noch ganz viele Varianten von den Sounds. Also CFX, Bösendorfer, Upright und dann gibt es Bright Grand, Mellow Grand, Warm Grand und auch das Pop Grand, das wir jetzt gespielt haben. Und ein Jazz und Honky Tonk, das schenken wir uns. Jazz Grand. Klingt auch nochmal komplett anders. Ja, total. Ja, also das ist schon mal schön, dass es viele, viele Varianten von wirklich, also echte Varianten gibt und nicht irgendwelche EQ-angepassten Sounds nur. Also das ist schon wirklich eine hochwertige Sache. Vielleicht schauen wir nochmal in die Klassikbeispiele rein. Das ist eine gute Idee. Dann nehme ich doch gleich das CFX Grand nochmal. Okay, gut, dass du mich an die Klassikbeispiele erinnert hast. Die müssen wir machen, weil wenn du so vollgriffig Jazz spielst, was ja ganz toll klingt, wie du das spielst, aber da klingt ja fast jedes Digitalpiano heutzutage super. Das stimmt, ja. Gut, man merkt da natürlich auch die Unterschiede, ist völlig klar. Aber wenn man so sehr einfache Sachen spielt, dann hört man eigentlich noch viel klarer die Ausdrucksmöglichkeiten von einem Digitalpiano. Und dafür eignen sich tatsächlich Klassikbeispiele gut. Ich benutze das, um die Anmutung zu haben. Und dann nehme ich immer diese Diabelli-Variation von Beethoven und Schubert, weil das sind zwei völlig unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten. So, erst die von Beethoven, die ist etwas markant gespielt. Das geht sehr gut. Ich finde es super, wie die Dynamik da fasst bei dem CFX Grand. Das ist echt toll. Ja. Jetzt die etwas zurückhaltende Schubert-Version. Also ich merke, ich muss mich ein bisschen einspielen auf die Tastatur. Ja. Also das ist auch eine Tastatur mit Druckpunktsimulation, das ist alles da. Das funktioniert auch alles, aber die ist halt so wie jedes Digitalpiano, da muss man sich einspielen. Also das geht auch sehr gut mit dem Sound, aber ich merke, dass ich im Pianissimo das nicht so sauber ansteuern kann. Also da würde ich mir doch ein bisschen mehr wünschen von der Tastatur. Ja. Aber das ist auch eine Geschmackssache und wie gesagt, man muss sich auf jede Tastatur einspielen. Die App übrigens, die haben wir hier drahtlos, wie man sehen kann, verbunden. Das geht über Bluetooth. Bluetooth MIDI wird dafür benutzt. Das Piano unterstützt auch Bluetooth Audio. Ich habe diese Verbindung aber parallel nicht hingekriegt. Laut Anleitung geht das, angeblich. Habe ich jetzt auf die Schnelle nicht hingekriegt. Okay. Und wenn man eben beides haben möchte, Bluetooth Audio und MIDI, also eine Audio-MIDI-Verbindung, dafür bietet Yamaha wirklich ein ganz tolles Feature, nämlich per USB. Dass man ein Kabel nimmt, man braucht dann hierfür noch ein Camera Connection Kit und dann hat man tatsächlich MIDI und Audio gleichzeitig verbunden. Das ist eine super Sache, wenn man Playbacks abspielen möchte oder aber auch mit einer Piano-App spielen möchte. Das ist dann wirklich alles eingebunden in das Soundsystem vom Piano. Und egal, ob man über die Lautsprecher oder Kopfhörer hört, hat man dann eben beide Systeme in einem Audiosystem. Das ist wirklich eine tolle Sache. Hat Yamaha in vielen Pianos eingebaut, finde ich grandios. Das ist das Einfachste, was man eben haben kann, um solche Geräte mit dem Digitalpiano zu verbinden. Das finde ich immer klasse. Ansonsten können wir uns noch ein paar andere Sounds anhören, die wir auch natürlich hier über den Voice Mode schön anwählen können. Und da haben wir zum Beispiel Electric Piano. Moment, Stage Piano.
Sehr cool. Da kann man auch ein bisschen Dynamik Da kann man rausholen. ein bisschen Sehr was schön. rausholen, ja. So, DX E-Piano haben wir noch. Typische DX7-Sound, aber es gibt tausende Varianten davon und das würde ich sagen, ist nicht die beste. Vintage E-Piano. Das ist wieder sehr cool, ne? Sehr schön. Soft E-Piano. Ach, so ein schöner schwebender Effekt drauf, sehr gut. schöne Effekte drauf, ja. Ja, sehr schön. Das schwebt richtig schön. Sehr schön. Yes. Phaser. Was mir noch auffällt, kannst du mal einen Akkord legen, ja. Ah, wird gehalten, alles klar. Wenn ich den nächsten Sound anwähle, sehr schön. Wichtige Funktion. Kleines Detail, aber wichtig, ja, dass Ja, man da total. nicht so den Sound abreißen lässt. So, dann gibt es noch die Möglichkeit, Sounds zu layern und auch als Split. Und es gibt noch Rhythmen mit Bassbegleitung, glaube ich. Welchen Ich glaube, Sound? das geht jetzt gerade nicht, weil du Du bist in kannst Communication. Genau, das geht jetzt hier nicht. Das Bedienfeld ist eigentlich ausgeschaltet, solange diese App aktiv ist. Kann man auch sehen in Communication. Man muss also alles dann hier an der App einstellen. So, wenn wir hier im Voice Mode sind, dann haben wir hier eine Layer-Funktion. Und dann sind da ganz klassischerweise die Strings drunter. Gibt es aber auch andere Sounds wie Synthpad, Slow Strings. Dazu vielleicht ein Klavier. Das klingt schon schön. Ja. Wow. Super. Also da muss man auch sagen, diese Sounds sind sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt. Ja. Sehr schön. Das macht Laune. Ja. Also Sound ist wirklich gut. Es sind 38 Sounds drin und ja, damit kann man auch wirklich glücklich sein. Kommen wir zum Fazit, würde ich Kommen sagen. wir zum Fazit. Das ist ja gar nicht so leicht. Also eigentlich haben wir ein tolles Instrument stehen, das von einem akustischen Flügel oder Stutzflügel ja nicht zu unterscheiden ist. Das stimmt. Das ist toll. Ein bisschen, ja, kleines Manko ist für mich hier diese Stoffbespannung, die so zu dem gesamt hochwertigen Eindruck eigentlich nicht passt. Das stimmt leider, ja. Ja. Und ja, auch der Lautsprechersound, da hätte ich mir ein bisschen mehr was Kraftvolleres gewünscht, was auch zu der äußeren Erscheinung passen würde. Ich weiß nicht, wie es dir geht dabei. Ja, der Klang ist ein bisschen, man hätte etwas mehr erwartet von der imposanten Bauart und auch das Teil kommt mit ordentlich Gewicht her. Also da Ja, auf hätte jeden man vielleicht ein bisschen mehr machen können. Die Bedienung mit der App ist super, die Tastatur ist nicht schlecht, mir ist sie ein bisschen zu leichtgängig, aber grundsätzlich ist das Jammern auf hohem Niveau. Ja, das ist eine Geschmackssache. Genau. Wenn jemand eher eine leichtgängige Tastatur hat, ist es natürlich für Anfänger, Einsteiger, ist das wahrscheinlich von Vorteil, Ja. so eine leichtgängige Tastatur zu haben. Und na gut, man hat natürlich Dynamikkurven, mit der man dann den Sound ein bisschen, ja, da muss man eben noch ein bisschen mehr arbeiten. Ne? Genau. Grundsätzlich konzeptionell, wem das 5.000 € wert ist, dieser Look und ein gutes Digitalpiano integriert mit einer guten Tastatur, ja, für den ist es auf jeden Fall mal eine Reise wert, sich das mal genau anzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Also das denke ich auch. Und das ist wirklich, wer großen Wert auf diese Optik legt, sollte sich das angucken. Und ja, also das steht für mich auf jeden Fall im Vordergrund. Das ist wirklich das Äußere. Ja. Das ist also dieses Konzept, ein hochwertiges Flügeldesign verbunden mit einem Mittelklasse-Digitalpiano. Das geht für mich auf jeden Fall auf. Auf jeden Fall, ja.